Und wir haben die ganze Zeit Raketen gehört. Ein Mann wurde getroffen und dann hat er einfach Waffen in unser Gesichter gehalten, dass man der Gefahr ausgesetzt ist. Es war für mich zu viel. Ich bin Sandy, 22 Jahre alt, bin seit 6 Jahren in Deutschland und studiere mittlerweile Jura im 3. Semester. Meine Familie und ich mussten meine Heimat, den Irak, verlassen, weil meine Stadt Mosul von dem IS erobert worden ist und wir als Christen, eine Minderheit, gezwungen waren, die Stadt zu verlassen. Ich habe Flucht zweimal in meinem Leben erlebt. Die Flucht aus meinem Dorf nach Kurdistan und Kurdistan nach Deutschland. In beiden habe ich es knapp geschafft, am Leben zu bleiben. Wir wollten nur unser Leben retten, nur das Wichtigste mitnehmen, sind ins Auto gestiegen und haben uns auf den Weg ins Unbekannte gemacht. Ein ganzes Dorf flieht. Und die Grenzen waren geschlossen. Es wurde, während wir gewartet haben, in die Luft geschossen. Ein Mann wurde getroffen. Und wir haben die ganze Zeit Raketen gehört. Und ich erinnere mich noch, meine Oma saß neben mir am Auto und hat geweint. Also wir haben die ganze Zeit nur gebetet, dass uns nichts passiert. Mehr könnten wir nichts machen. Entweder kommen wir in Kurdistan an, heil, oder wir bleiben in Mosul oder wir sterben unterwegs. Das Schlimmste war, als das Boot ertrunken ist, mitten im Meer. Manche auf dem Boot haben dann die Küstenwache angerufen. Da hatten wir echt Glück. Wir haben uns umarmt, als wir da in Griechenland auf der Insel angekommen sind. Das Gefühl war zu schön. Erleichternd und ein Gefühl, dass mir jetzt eine Tür zu einer ganz neuen Welt geöffnet wurde und dass ich endlich meine Träume dann verfolgen kann. Der Glaube hat mir während meiner Flucht ganz viel Kraft und Stärke gegeben. Glauben bedeutet für mich Hoffnung. Die Kirche als Ort gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, Liebe, Erneuerung meines Glaubens. Meine Gemeinde ist mir sehr wichtig, weil ich sehr viele Leute kennengelernt habe, die mich in meinem Weg begleiten. Für mich war das Ankommen in Deutschland das Schwerste. Sogar schwerer als die Flucht selbst. Dieses Gefühl zu haben, dass man in einem Land ist, was einem nicht will. Ich kam mit ganz viel Energie. Jetzt kann ich mir das Leben aufbauen, was ich mir jahrelang vielleicht erträumt habe. Sicherheit, Frieden, Chancen auf Beruf, Bildung. Und dann in einem Zelt wohnen zu müssen, keine Privatsphäre zu haben. Und das war echt hart zu verarbeiten. Ich habe jeden Tag geweint und meine Eltern auch leiden gesehen. Ich hatte Angst um meine Familie, mich und meinen Bruder. Ich habe 3 Schwestern, 2 wohnen noch im Irak und eine Schwester in Frankreich. Auf einmal sind wir nur zu 4 in Deutschland, brauchen jemanden, der uns hilft, uns den Weg zeigt, wie wir es richtig machen. Und das haben wir 3 Wochen lang durchmachen müssen. Dann kommt die nächste Unterkunft. Bis wir zu der letzten Einrichtung gekommen sind, war dann auch unser Asylschutz anerkannt worden. Da hat es angefangen, dass wir Leuten begegnet sind, die uns das Willkommensgefühl gegeben haben. Eine Familie, die uns eine Wohnung angeboten hat. Und da haben wir, ja, wir nehmen die Wohnung. Das waren die ersten Menschen, die uns Hilfe angeboten haben. Das hat uns auch wieder die Hoffnung gegeben, dass in Deutschland auch die Menschen gibt, die uns helfen wollen und uns akzeptieren. Die Familie hat einen ganz besonderen Platz so in meinem Herzen. Die Schule ist für mich die größte Hürde in Deutschland gewesen. Es war einfach mein Ziel zu studieren und zur Uni zu gehen und dann, nee, du machst jetzt eine Ausbildung. Und ich wollte mich nicht zwingen lassen. Die eine Schule in Harburg, die hat dann gesagt, wir geben ihr eine Chance, wir wollen sie kennenlernen. Am Anfang war das schwer, Freunde zu finden. Nach dem ersten Jahr habe ich auch meine beste Freundin gefunden. Thea war, wenn nicht die erste, mit der ich so auf
einem Niveau verstanden habe, wo ich gesagt habe, die will ich unbedingt behalten. Ja, also in den 3 Jahren, in denen ich Sandy kennengelernt habe, ist sie von schüchtern zu sehr viel offener, sehr viel fröhlicher. Ja, hat einfach aus der Vergangenheit, die sie hat, eben etwas Positives gemacht und das sieht man jetzt auch. Ich bewundere sie für vieles, dass sie diszipliniert ist, leidenschaftlich und sich auch für die Sachen einsetzt, die sie dann interessieren. Und ich habe danach ein Abi mit 1,6 gemacht und das habe ich nur geschafft, weil meine Lehrer an mich geglaubt haben. Wenn du in der Schule jemanden neu kennenlernen wirst, der neu in Deutschland ist, würde ich dir den Tipp geben, ihn mit ganz viel Liebe zu empfangen und nicht auf seine sprachlichen Fehler zu achten. Und ihm das Willkommensgefühl zu geben, dass man angenommen wird, wie man ist. Also ich habe ganz viel Ungerechtigkeit in meinem Leben erlebt. Jura war für mich ein Anreiz, anderen zu zeigen, was ich kann, um später mit meinen juristischen Kenntnissen anderen Geflüchteten zu helfen, auszusprechen, was unsere Bedürfnisse sind, mit einer gesetzlichen Grundlage. Ich habe 3 Jahre lang bei Plan International ganz viel politisches Engagement gemacht. Dadurch haben sich ganz viele Türen für mich geöffnet. Ich war 2-mal beim UNHCR. Ich war auch mit Plan ganz viel in Unterkünften und ich habe bei der Refugee Law Clinic eine Ausbildung zum Flüchtlingsberater. Also mein Leben in Deutschland heute ist fast perfekt für mich. Ich bin Deutschland unglaublich dankbar. Es fühlt sich wie ein Zuhause an. Mich macht es sehr traurig, wenn man mich unterschätzt, ohne mich zu kennen. Ich wünsche mir mehr Akzeptanz, mehr Offenheit von der Gesellschaft. Wenn ich der Welt einen Satz mitgeben kann, dann, wenn du nicht an dich glaubst, wer soll denn an dich glauben?